Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung des VW T3 in der Doppelkabinenausführung mit Pritsche von Takom im Maßstab 1:35. Die Bundeswehr hat ja so allerlei Unterstützungsfahrzeuge im Einsatz und da finde ich es gut, dass da so peu à peu auch Bausätze dafür auf den Markt kommen. Von Revell gibt es da so ein paar LKWs und Unimogs und so weiter. Das ist zwar alles nicht so zum Niederknien, aber immerhin etwas. Takom hat sich der Sache jetzt angenommen mit dem T3. Da gibt es auch noch eine andere Bausatzform, wo das einfach nur der normale Bus ist, ohne Pritsche. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Das gibt doch jede Menge gestalterische Möglichkeiten für uns Modellbauer, um so ein Fahrzeug mal irgendwo einzuarbeiten. Die Schachtel ist relativ klein, aber wie man sehen kann, ganz gut mit Teilen gefüllt. Die Gießäste sind mehr oder weniger einzeln eingepackt. Und das Ganze macht hier einen ganz gut geschützten Eindruck, also da soll es keine Probleme geben. Schauen wir uns zuerst mal die Bauanleitung an. Die ist hier so im Querformat, ist relativ ungewöhnlich. Hier noch ein paar Sicherheitshinweise und Tipps, das kennen wir alles. Dann noch eine Übersicht mit allen enthaltenen Teilen und Gießästen, ist immer nützlich das zu haben. Und dann geht hier der Zusammenbau los mit den Felgen und Reifen. Dann haben wir hier auch schon den Motor mit ein paar Stoßdämpfern und die Vorderachse. Also das Fahrwerk ist eigentlich relativ schnell gebaut und unkompliziert. Also durchaus auch anfängertauglich. Dann geht es hier weiter mit dem Innenraum. Es werden nur wenige Teile pro Bauschritt verbaut. Das finde ich eigentlich recht angenehm. Dann kommt man da nicht so aus dem Tritt. Innenraum macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Da kann man später auch relativ viel sehen durch die großen Scheiben. Also das ist durchaus sinnvoll, hier etwas mehr Zeit und Mühe rein zu investieren. Ja. Dann kommen hier auch schon die Achsen ran und die Karosserie wird aufgebaut. Ja, das ist wirklich kein Hexenwerk. Die Bauanleitung ist auch sehr übersichtlich gestaltet. Ja, die Türen kann man offen bauen, wenn man will. Durchaus sinnvoll, wenn man ein kleines Diorama bauen will mit ein paar Figuren. Ja, dann kommt hier auch schon die Pritsche zusammen, Stoßstange und das wär's. Dann wäre das Modell auch schon zusammen. Ein relativ einfacher Aufbau. Die Bemannungs- und Markierungsanleitung ist hier auf einem separaten Blatt gedruckt in Farbe. Was ich ganz nett finde, da kann man sich das gleich besser vorstellen. Die Farben beziehen sich hier nur auf die Ammo by MIG Farben. Das finde ich ein bisschen einseitig. Weiß auch nicht, ob es das wirklich braucht, das so aggressiv zu bewerben. Ich weiß zumindest, welche Revell-Farben dem Ganzen entsprechen. Das erste Fahrzeug ist hier von der Deutschen Bundeswehr, vom Heer. Die nächste Variante ist eigentlich auch ganz interessant, ist von der 12. Mechanisierten Brigade der libanesischen Armee im April 2011. Und dann haben wir hier auch noch eine zivile Variante, was ich eigentlich auch ziemlich nett finde. Das bietet sich natürlich bei einem T3 durchaus an. Kommen wir nun zu den Plastikteilen. Hier mal die Karosserie. Wie man sehen kann, das ist ganz schön detailliert eigentlich. Vielleicht ein bisschen zu tief, die Gravuren, aber das sollte auf jeden Fall ein Wash sehr schön annehmen später. Ja, finde ich gut, dass das hier auch so mehr oder weniger schon einteilig kommt. Dann hat man später bei den Passungen nicht so große Probleme. Ja, in Auswerfmarken, aber da sieht man relativ wenig davon. Und hier noch die Sonnenblenden. Ja, ist eigentlich ganz schön. Dürfte sich ganz gut verwenden lassen. Ich sehe hier auch keine Makel wie Fischhäute oder Sinkstellen. Das ist eigentlich alles recht schön gegossen hier. Hier haben wir den Gießast A und da findet man diverse Fahrwerksteile, wie zum Beispiel hier die Felgen, die sehr, sehr schön ausschauen. Die sind sogar durchbrochen, die Löcher. Also das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Ja, Sitz sieht auch schön aus. Das VW-Emblem ist natürlich aus lizenztechnischen Gründen ein bisschen verändert.
Da kann man dann selber nacharbeiten, wenn man das braucht. Ja. Türen auch ganz schön. Mich freut auch, dass die Teile relativ wenig Verbindungspunkte haben zum Gießasch, dann lassen sie sich auch schnell auslösen. Macht wirklich einen guten Eindruck. Das Einzige, was mir hier auffällt, ist, es ist total ölig. Das könnt ihr hier vielleicht auch sehen. Also da muss man auf jeden Fall das Ganze sehr gut entfetten mit Wasser und Spüli, weil sonst wird man da nicht viel kleben und bemalen später. Bisschen ungewöhnlich. Die Karosserie war meines Erachtens mehr oder weniger fettfrei, aber hier steht's richtig drauf. Also da muss man ein paar Minuten einfach in die Hand nehmen und es entfetten. An Gießasch B haben wir dann ein paar größere Teile, Fahrzeugrahmen und hier auch der Boden vom Innenraum, diverse Sitze, hier der Motor mit den Antriebsachsen schon raus. Finde ich gut, dass es hier ja, mehr oder weniger eine Komponente ist. Es erinnert mich auch ein bisschen an den Tamiya Kübelwagen. Da setzt man auch nur so ein Teil ein. Und das ist meines Erachtens detailmäßig eigentlich auch völlig ausreichend. Da muss man nicht 5-mal ums Dorf mit allem. Das ist so ausreichend. Hier die Kurbeln für den Fensterheber. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Bei den meisten anderen Herstellern wäre das bestimmt ein separates Teil. Hier ist es angegossen. Finde ich eigentlich auch ganz okay. Ja. Auch hier der Guss ist ganz ordentlich gelungen. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Sieht eigentlich ganz schön aus. Hier fällt jetzt auf, dass der Gießasch zum Beispiel überhaupt nicht fettig ist. Also, ja, ich würde trotzdem sicherheitshalber alles mit Spüli reinigen. Aber ja, so eine Ölsiffe wie an Gießasch A habe ich bisher auch selten woanders gesehen bei anderen Bausätzen. An Gießasch D findet man die Teile für die Pritsche. Auch hier ist alles schön gegossen. Ohne Fischhäute und ähnliches. Ist wirklich schön gemacht. Das Einzige, was auffällt, die hintere Klappe der Pritsche, die ist so nicht ganz korrekt für die militärische Variante. Da sind auf beiden Seiten nochmal so komische Kästchen dran. Ich weiß nicht, wofür die sind. So wäre es die zivile Variante. Das muss man halt nochmal gegebenenfalls dann berichtigen, wenn man das baut, wenn es den einen stört. Ich habe mir nur, bevor ich diese Vorstellung gemacht habe, ein paar Bilder angeschaut und da ist mir das sofort aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmt. Also das sollte man berücksichtigen. Ansonsten kann ich jetzt über die Genauigkeit von dem Bausatz eigentlich wenig sagen. Für mich sieht es aus wie ein T3, also wird es ein T3 auch darstellen. Der Gießasch mit den Glasigteilen ist wirklich sehr umfangreich. Wir werden wahrscheinlich nicht alle Scheiben hier brauchen, das kann ich mir kaum vorstellen. Das ist wahrscheinlich für die normale Busvariante gedacht. Ich muss aber sagen, das sind wohl die schönsten Glasigteile, die ich seit langem gesehen habe. Die sind wirklich perfekt schlierenfrei, super klar, so gut wie keine Verzerrung sichtbar. Also das ist wirklich spitzenmäßig. Die Bereifung liegt in Form von 5 Vinylreifen bei. Mir fällt auf, dass das Material wirklich sehr hart ist eigentlich. Das ist überhaupt nicht weich. Das kann eigentlich nur ein Vorteil sein für uns, weil dann die Farbe und alles andere auf jeden Fall wesentlich besser haftet. Das Reifenprofil ist eigentlich auch ganz scharf wiedergegeben. Also da gibt es nichts zu meckern. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Die Reifen haben ja minimal Fischhäute hier und da, aber das ist wirklich nicht schlimm. Und in Anbetracht der Tatsache, dass es einfach ein bisschen härter ist, das Material, lässt sich das bestimmt dann auch besser versäubern. Also sehr schöne Reifen. Ich sehe da keinen Grund, die in irgendeiner Form zu ersetzen. Die kann man bedenkenlos verwenden. Der Abziehbilderbogen liegt doppelt bei. Das ist sicherlich so nicht Standard. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ist halt noch ein zweiter Bogen mit reingerutscht. Mir soll es recht sein. Viele Abziehbilder finden wir hier nicht. Ein paar Abziehbilder für die Instrumente. Ja, ein paar Markierungen und noch
Nummernschilder für ein Fahrzeug der Bundeswehr. Der Druck ist sauber, der Trägerfilm nicht zu groß. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe von Takom noch nie Abziehbilder verwendet bisher, aber was ich hier sehe, gefällt mir. Also ich denke, die sollten ganz gut funktionieren. Der Bausatz zeigt sich gut detailliert und auch einfach im Aufbau. Ist also auf jeden Fall ein Bausatz, den man auch mal so zwischendurch auf die Schnelle bauen kann. Wenn man für irgendein Diorama zum Beispiel Beiwerk braucht, eignet sich das Fahrzeug wirklich sehr gut. Des Weiteren finde ich auch ganz nett, dass das einfach ein Fahrzeug ist, was ja in Europa eigentlich überall angetroffen werden kann. Also man kann da gestalterisch sich wirklich austoben für alles Mögliche. Auch ein gutes Modell zum Altern zum Beispiel. Man könnte eine totale Rostlaube draus machen oder ein Baustellenfahrzeug, ja, oder sich ein total abgeranztes Fahrzeug, wo einer immer auf dem Flohmarkt fährt mit oder so. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, das Ganze vielleicht auch mit Graffiti zum Verzieren oder so. Finde ich wirklich interessant und vielseitig. Also es ist kein rein militärisches Fahrzeug. Der Bausatz kostet so circa 35 Euro. Das ist, finde ich, ein bisschen mehr als angemessen wäre. Ich finde so 25 bis 30 Euro wären ganz gut. 35 bis 40 Euro sind mir dann doch ein bisschen zu viel. Aber ja, man bekommt einen soliden Bausatz, der einiges hermacht. Also ja, es geht gerade noch so in Ordnung, meiner Meinung nach. So viel zu dem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Besprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Bakas.